Leute, heute Nacht werde ich etwas schauen, was man vielleicht um 3 Uhr nachts nicht schauen sollte oder etwa doch. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, weil ihr es unter anderem in meinen Kommentaren vorgeschlagen habt. Und so habt ihr mich so gefragt, Becky, könntest du mal bitte Lilo und Stitch um 3 Uhr nachts schauen, um zu gucken, ob irgendwas Seltsames, Gruseliges passiert? Ich werde es machen, ich werde es ausprobieren. Und wir werden mal zusammen schauen, ob tatsächlich etwas Paranormales, vor allem zu dieser Uhrzeit passiert, oder alles ganz normal bleibt. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um zu sehen, ob etwas passiert. Und Leute, lasst unbedingt Daumen nach oben da, wenn diesmal ihr euch trauen würdet, das auch um 3 Uhr nachts zu schauen. Mal gucken, wie viele wir finden werden. Finden wir 9000 von euch, oh mein Gott, dann könnte ich mit euch allen eine Team Becky 3 Uhr nachts Challenge machen, weil ihr ja eh keine Angst habt. Aber ich glaube, ja, so gruselig kann das doch gar nicht werden, oder? Weil der Film ist voll süß. Ja, okay. Stitch ist ein Alien, ne? Und manchmal hat er sich schon gruselig verhalten. Er kann auch gruselig aussehen, Leute. Wer findet auch? Der postet mal jetzt ganz viele Grusel-Emojis in die Kommentare. Also irgendwie könnte ich mir das vorstellen, aber keine Ahnung. Ich liebe den Film einfach so sehr, deswegen kein Problem. Ich werde es machen, Leute, für euch. Und ja, schreibt unbedingt wieder eure Spooky Stories in die Kommentare. Natürlich, ich brauche sie, Leute, zum Lesen. Ich liebe es, sie echt durchzulesen, wirklich jetzt. Also danke für jeden einzelnen Kommentar. Und wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns um kurz vor 3 Uhr nachts wieder. Ich werde jetzt nicht mit euch shoppen gehen. Ich melde mich trotzdem, obwohl es noch hell ist. Weil ich habe noch genug Snacks, Leute. Ich habe so einiges gesammelt in letzter Zeit. Also seid gespannt. Also ich würde sagen, bis später. Leute, ich habe den Film geschaut und es sind so seltsame Sachen passiert. Leute, dann melde ich mich wieder bei euch zurück, denn mittlerweile haben wir es kurz vor 3 Uhr nachts. Das heißt, es kann endlich losgehen. Wir können uns Lilo und Stitch zu dieser verfluchten Uhrzeit reinziehen. Und ich habe es geschafft, so lange wach zu bleiben. Wer ist stolz auf mich? Also bitte. Ich habe mir wieder extra viel Cola reingezogen, damit ich lange wach bleibe und nicht einschlafe. Aber es hat wie immer geklappt. Aber jetzt, Leute, ich bin mal gespannt, was eure Antwort darauf ist. Es gibt 3 Dinge, die man niemals um 3 Uhr nachts vergessen darf. Welche sind es? Wenn ihr es nicht wisst, dann helfe ich euch mal kurz auf die Sprünge, okay? Und es ist nicht nur... Fluffy, wo bist du? Dein Einsatz, Girl! Das geht doch nicht! Fluffy natürlich, sie muss sowieso immer dabei sein. Sie ist ein 3 Uhr nachts Hund. Eine Candy Challenge. Eine 3 Uhr nachts Decke natürlich. Und eure Spooky Stories natürlich. Was sonst? Team Becky Spooky Stories müssen auch dabei sein. Deswegen starten wir direkt auch mit 3 Spooky Stories in die 3 Uhr nachts Challenge. Denn es sind noch 20 Minuten Zeit. Und ich dachte mir, why not? Die erste Spooky Story ist von Summer. Wie schön ist bitte dieser Name? Hey Becky, hier ist meine Spooky Story. Vor, ich glaube, 3 Jahren, da saß ich in meinem Zimmer und auf einmal ist ein schwarzer Schatten an meinem Fenster vorbeigehuscht. Ich dachte mir nichts dabei, aber dann passierte es nochmal. Aber ich dachte, es sei ein Vogel. Doch als es dann das 3. und zum Glück letzte Mal passierte, war der Schatten so groß wie ein Mensch und hatte auch die Form eines Menschen. Aber da war nichts. Leute, 3 Mal. Wir haben zu Hause einen noch nicht fertig gebauten Balkon. Dazu kommt noch, dass manchmal meine Sachen verschwinden und woanders liegen. Ich weiß bis heute nicht, was das war, aber ich glaube, es war ein Geist. Ganz liebe Grüße an dich halt. Danke für deine Spooky Story. Und das ist mal sowas von unheimlich. Findet ihr nicht? Vor allem die Sachen verschwinden auch noch. Also das spukt es bestimmt. Die nächste Spooky Story ist von Leonie. Einmal hat meine Freundin bei mir übernachtet und sie und ich haben einfach ein Spiel gespielt und dabei einen Film geschaut. Und plötzlich ging die Tür auf. Alle Fenster und Türen waren komplett geschlossen. Mein Vater konnte es nicht gewesen sein, da er unten war und Fernsehen geschaut hat. Flavi, was ist los hier? Die ist total verrückt gerade. Ich weiß nicht, was los ist, aber sie ist ein 3 Uhr nachts Hund. Wir sind dann zurück ins Zimmer und haben so getan, als wäre nichts passiert. Aber natürlich hatten wir richtig dolle Angst. Ich liebe deine Videos über alles. Becky, hab dich lieb. Du bist wunderschön, Mausi. Oh mein Gott, danke schön, Mausi. Danke für deine Spooky Story. Ey, genau sowas meine ich. Auch sowas ist spooky, Leute. Sowas könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wenn euch mal sowas passiert ist. Oder plötzlich ist was runtergefallen. Schreibt es mir unbedingt. Und die letzte und 3. Spooky Story, bevor Fluffy hier völlig durchdreht. Hi Becky, meine Spooky Story, aber von meiner Mutter. Meine Mutter war bei ihrem Freund, ist schon Jahre her und wollte gehen. Sie bindete ihre Schuhe. Auf einmal guckte sie nach hinten und eine alte Dame war hinter ihr. Die Mutter von dem Freund ist zwar da, aber sie sieht nicht so aus und sieht nicht aus wie ein Geist. Sie ging ins Auto vom Vater, weil er sie abholte. Sie erzählte es und er sagte, dass da eine Frau lebte und im Haus
Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Sie erzählte es auch der Mutter vom Freund und ihm. Sie sagten, sie sahen die Dame auch schon mal. Könntest du mich bitte grüßen? Ganz liebe Grüße an dich. Liebe deine Videos, dankeschön und danke für deine Story von deiner Mom. Und ja, wenn man in einem kleineren Dorf vielleicht lebt oder in einer kleinen Stadt, dann kennt ja eigentlich jeder jeden. Oder vielleicht kannte man die Person, die vorher da gewohnt hat, in dem Haus und so. Und dann hört man so eine Story. Das ist krass, aber ich finde nicht unmöglich. Also ich glaube an sowas. Leute, wisst ihr, was ich mich frage? Gibt es eigentlich dunkle Geheimnisse zu Lilo und Stitch? Ich glaube, ich guck mal. Verstörende Fakten über Lilo und Stitch? Dunkle Fakten. Es gibt 20 dunkle Fakten von Lilo und Stitch. Vielleicht fange ich damit mal an. Oder ist es so gut? Ich weiß es nicht, Leute. 20 dunkle Fakten über Lilo und Stitch. Mal gucken, ob er wirklich so viele raushaut in 3 Minuten. Schon mega interessant an. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Ist es gut, dass ich das noch ganz kurz vor 3 Uhr nachts schaue? Ich glaube, es ist besser als so Punkt 3 Uhr, oder? Was eigentlich geplant war, damals, Stitch sollte eigentlich viel, viel gruseliger aussehen, als er am Ende aussah. Also, in ein paar Szenen sieht er ja so ein bisschen böser aus als nachher. Nachher ist er ja mega cute. Aber er sollte eigentlich viel, viel gruseliger und monstermäßiger aussehen. Und Lilo heißt eigentlich auf Hawaiianisch übersetzt dann Lost, also verloren. Und wenn ihr die Story ja kennt von Lilo, sie hat ja keine Eltern mehr und ihre Schwester kümmert sich ja um sie, dann ist das irgendwie mega sad. Also ich werde jetzt nicht auf alles hier eingehen, was er gesagt hat, aber es ist schon viel dunkler eigentlich geplant worden, der Film, als er nachher veröffentlicht wurde. So, es ist jetzt Punkt 3 Uhr und wir schauen jetzt Lilo und Stitch an. Ich bin mal gespannt, ob irgendwas Gruseliges passiert. Ich habe mir das doch nicht eingebildet, ihr habt das doch bestimmt auch gehört, oder? Ich habe nichts bestellt, gar nichts. Wer ist das? Leute, ich guck mal eben durch den Spion. Ich erwarte auch niemanden. Leute, da ist keiner. Ich mache bestimmt jetzt nicht die Tür auf, Leute. Vielleicht hat der Nachbar irgendwas bestellt und die haben aus Versehen bei mir geklopft. Keine Ahnung. Okay, richtig merkwürdig, aber wir gucken jetzt einfach. Also ich muss ehrlich sagen, der Anfang ist schon direkt dark. Also ich meine, er sagt, er hat illegale genetische Experimente gemacht, dieser Alien da. Also ich meine, das ist schon gruselig. Und dann, wie Stitch eigentlich ist. Ich meine, er ist ja eigentlich von Natur aus ganz anders, ne? Lilo hat ja erst so den süßen Stitch aus ihm rausgeholt, aber eigentlich ist er creepy und böse. Warum ist Stitch Lachen so gruselig? Ich finde, das erinnert mich so an einen Clown. Das ist voll creepy. Dieser Stitch da mit 4 Armen macht mir echt Angst. Also die Version finde ich gar nicht süß. Also würde der mir nachts begegnen, ich hätte Angst. Wer auch? Oder bin ich alleine damit? Findet jemand von euch den süß? Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt eben Beckys Candy Challenge, bevor nachher doch was Gruseliges passiert. Weil irgendwie, ich habe ein ungutes Gefühl. Vorhin mit dem Klopfen, mega merkwürdig, aber ich habe jetzt nichts mehr gehört. Außer der Film war zu laut. Aber lieber jetzt, oder? Okay, ich hoffe, ihr seid bereit für Beckys Candy Challenge. Los geht's mit, ich würde sagen, was vielleicht für einige von euch super weird ist. Süßkartoffel KitKat aus Japan. Die habe ich da mal gekauft, als das letzte Mal war. Und jetzt probieren wir die mal aus. Habt ihr es gehört? Ich habe gerade irgendwas Seltsames gehört, als wäre irgendwas runtergefallen. Oben oder so. Keine Ahnung, ob ihr es hören konntet, aber okay. Wir probieren mal das hier aus, Leute. Guckt euch das an. Und ich bin jetzt mega gespannt, wie das schmeckt. Ich glaube, es ist irgendwie zerkrümelt. Oh, oh. Egal, landet eh ja im Bauch. Deswegen 3, 2, 1. Leute. Was ist das? Mein Fernseher. Leute, mein Fernseher! Da oben rechts ist Stitch, oder? Leute, was ist das? Warum rauscht das? Das ist voll laut. Leute, was macht das da in der Ecke? Warum hat der rote Augen und scharfe Zähne? Was ist das? Mein Fokus ist auch weg. Okay, Leute, ich habe Angst.
Ich habe Angst. Leute, ich musste noch mal den Fernseher an- und ausschalten. Jetzt ist weg. Hier steht ja kein Signal, aber. Meine Kamera war am Rumspinnen. Dann der Fernseher. Was ist das? Ihr sagt mir nicht, jetzt fängt das an. Ich habe nichts dran gemacht. Ich habe ja gerade nur das probiert und dann zack. Das war doch ein Bild von Stitch oder da in der Ecke oben rechts. Vor allem, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da was jetzt Merkwürdiges passiert, weil ihr habt ja gemeint, so Becky, kannst du es einfach mal ausprobieren? Ich habe jetzt keine Storys dazu gehört und so und dann habe ich irgendwas verpasst, Leute. Habt ihr irgendwas gehört und deswegen mir das runtergeschrieben? Keine Ahnung. Wisst ihr was, wir machen jetzt einfach weiter. Ich werde es durchziehen für euch, Leute. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Ich werde gleich auch versuchen, wieder den Film danach anzuschmeißen. Aber ja, wenn es nicht klappt, kann ich den nicht weiter gucken. Wenn es klappt, dann gut, aber ja. Ich hoffe nicht, dass irgendwas Gruseligeres passiert. Weil dann werde ich auch abbrechen, Leute. Die KitKats waren echt lecker. Probieren wir jetzt koreanische Pringles in Butter Caramel Geschmack. Ich weiß nicht warum, aber scharf und süß ist da total beliebt. Und guck mal, wie klein diese Pringles sind. Wow. Das ist irgendwie so leicht salzig. Sehr süß, aber irgendwie schmecken die nicht schlecht. Krass, man schmeckt sogar die Butter raus. Weird, aber lecker. Ja, habe ich die schon mal mit euch zusammen? Leute. Was passiert hier? Leute, ich habe das gerade gesehen. Auf einmal hat sich das Bild geändert. Leute, hört ihr das? Guckt mal! Leute, was ist das? Was ist das? Ich habe Angst, Leute. Das Bild friert an. Ist ausgegangen. Ach, das hört sich so gruselig an. Und wie hört sich bitte Stitch an? Leute, ich wollte euch gerade fragen, habe ich die schon mal probiert? Auf einmal, ich sehe, wie sich das so verändert hat. Ich gucke so hin. Ich sehe dieses gruselige Stitch-Bild. Und auf einmal wird es laut. Die Lautstärke hat sich von selbst eingestellt an der Seite. Und auf einmal höre ich das. Hat sich irgendwer in mein Fernsehen gehackt? Kann man das? Ich meine, der ist ja mit Internet angeschlossen, aber kann man das? Leute, das ist zu gruselig. Nein, ich bin raus. Irgendwie bin ich nicht alleine hier. Ich weiß nicht, wer mich beobachtet, was mich beobachtet, aber irgendwas läuft hier. Und das ist nicht nur der Film.